Hallöchen, Hallöchen an diesem wundervollen und doch verdammt kalten Tag. Wie ist das Wetter bei dir? Zwischendurch ist es richtig schön warm und die Sonne scheint, aber es ist immer noch... Ich brauche 30 Grad. Okay, zwischen 20 und 30 ist auch schon okay. Also, lovely. Ich habe keine spezielle Frage. Ich möchte einfach mit den Tarotkarten ein paar Energien abholen und wir gucken mal, was Sache ist, was ich heute berichten darf, welche Kabel im Weg hier, welche Botschaft im Kollektiv bereit liegt. Was dürfen wir erfahren? Die 9 der Münzen. Die 8 der Kelche. Schick, schick. Fürs Erste. Die 10 der Stäbe und der Gehängte. Der Ritter der Münzen und die 9 der Schwerter. Unter dem Deck der König der Münzen. Jemand hängt hier fest an einem alten Zustand, an einem schönen Zustand, an Fülle. Es ist jetzt aber der nächste Schritt notwendig und dieser nächste Schritt scheint aber wie ein Berg, wie eine große Herausforderung. Das belastet gerade so sehr, so stark, hier eine Entscheidung zu treffen. Das bringt die ganzen Emotionen durcheinander. Es müsste hier weitergegangen werden, der nächste Schritt geplant werden, aber es hängt alles so, es ist in der Schwebe und es ist so viel Kummer und Sorgen innerhalb dieser Energie. Die Angst davor, etwas zu verlieren. Ich habe das Gefühl, dass das deine Energie ist in Bezug auf eine Person beziehungsweise in Bezug auf das Thema Liebe, Partnerschaft. Es kann sein, dass das hier gerade, also speziell für Singles ist, beziehungsweise falls du es mit einer Person zu tun hast, bei der du vielleicht noch darauf wartest, dass dieser Mensch anspringt, beziehungsweise dass dieser Mensch dich zurückliebt, dass dieser Mensch mit dir eine Beziehung beginnt, eine Partnerschaft. Und dadurch versperrst du dich aber speziell vor dem Menschen, vor der Person, die eigentlich für dich bestimmt ist. Dieser bewusste Mensch. Schau mal, in Bezug auf diese alte Thematik bzw. auf diese alte Person. Die Person, an der du noch hängst, ja, in irgendeiner Form. Kann auch sein, also entweder du hast mit der Person noch zu tun, oder auch nicht mehr, egal wie lang. Kann aber auch sein, dass du Single bist und das Gefühl hast, du möchtest jetzt endlich wieder einen Partner oder du möchtest jetzt endlich den richtigen Partner. Bevor das aber geschieht, sind noch ein paar Schritte notwendig, ein paar Zwischenschritte. Du bist also hier in deinem Leben. Eigentlich, so im Allgemeinen, läuft alles gut. Das ist aber noch nicht alles und du weißt, dass das noch nicht alles ist und du möchtest den ganzen Kuchen und du möchtest dich weiterentwickeln.
Wir haben hier die absolute Fülle. Die 9 der Münzen, die zeigen hier eine Energie der Unabhängigkeit, der Fülle und der Harmonie. Wir sind aber so gestrickt, ja, kann man jetzt glauben oder nicht, wir sind so gestrickt, dass wir auf ein Ziel hinarbeiten und dann entwickelt oder zeigt sich schon wieder eine neue Richtung, also neue Möglichkeiten, die geboren werden, etc. pp. Das ist unser Werdegang, das ist die ständige und stetige Erweiterung. Wir erweitern uns immer mehr, also das heißt, wir können so oft im Leben an diese an die 9er-Reihe oder an die 10er-Reihe hingelangen. Und hier ist gerade, oder da war diese Energie und du hast vielleicht gespürt, das war noch nicht alles, das reicht nicht, weil hier fehlt noch der Partner an meiner Seite, der richtige Partner, der Partner auf Augenhöhe. Die anderen in der Vergangenheit oder der andere in der Vergangenheit war vielleicht ein Griff ins Klo oder es hat sich einfach generell überhaupt niemand gezeigt. Ja, jetzt kann man mich dafür verurteilen oder wütend auf mich sein, wenn ich das jetzt sage, aber die Veränderung in eine bestimmte Richtung beginnt immer bei uns selbst. Vielleicht ist das hier aber auch eine Illusion, diese Fülle, diese Unabhängigkeit, diese Zufriedenheit, diese Harmonie. Vielleicht hat man sich das auch nur vorgegaukelt oder sich mit etwas zufrieden gegeben, was aber noch nicht der Fülle entsprach. Hier und da kann auch eine Art Wunschdenken mit drin sein. Gut, aber gehen wir weiter. Auf jeden Fall hat hier irgendwas nicht gepasst. Irgendwas hat hier nicht gestimmt. Sonst würde nicht alles in einem darauf hindrängen, weiterzugehen. Die 8 der Kelche. Ich muss das mal kurz zeigen, wenn ich es schaffe, hier die Karten aufzuheben. So. Das ist so, als wären die jetzt alle in Kopflage gefallen, okay? So wären sie richtig rum, ist das Vice-Versa-Tarot und so sind sie quasi verkehrt rum. Das heißt, wir haben hier nur die Schattenseite. Nein, außer bei den 8 der Kelchen, ich habe mich vertan. Bei den anderen 4 hier haben wir nur die Schattenseite, okay? Das ist doch die lichte Seite. So, Moment, dass ich das richtig hinmache. Und hier, da haben wir die lichte Seite und es wäre quasi die umgekehrte Seite, die Schattenseite. Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist alles im Schatten. Da ist der Drang hin. Da wäre das Potenzial, aber so viel Drama, so viel Sorgen, so viel Kummer und so viel Dunkelheit legt sich gerade wie ein Schleier über diese Entscheidungskraft, über deinen Weg dorthin, über deinen Werdegang. Und bevor du jetzt sagst, nee, das bin doch nicht ich, das ist nicht meins und pipapo, hier ist der König der Münzen. Der wartet da am Ende der Straße, der wartet da im Schatten auf dich. Ja, der ist auch noch im Schatten. Guck, das wäre hier die lichte Seite. Der guckt dich aber direkt an. Der schaut dir in die Augen und sagt, hey Baby, hey Baby, ich warte auf dich. Ja, nee, jetzt ohne Witz. Es ist Zeit hier, wenn das dein Reading ist, es ist definitiv Zeit, sich auf diesen Weg zu machen, damit du den auch erreichen kannst, beziehungsweise damit du die Pforten öffnen kannst, dass dieser Mensch zu dir kommen kann, dass du ihn empfangen kannst. Da stehen dann noch so die ein oder anderen Dinge dazwischen. Also in erster Linie darf man erstmal
Abschließen mit der Vergangenheit. Abschließen, Loslassprozess, pipapo, wieder der ganze alte Mist. Ja, immer wieder. Immer wieder. Wann sind wir fertig mit dem Loslassprozess? Never ever. Mit den Einzelnen vielleicht schon immer wieder. Aber es kommt halt immer und immer wieder. Es sind Zyklen, die wir durchlaufen in diesem Erweiterungsprozess. Und es gibt immer wieder neue Dinge zum Loslassen. Und das ist die Aufgabe dahinter. Die Akzeptanz von dem, was war, auch wenn hier ein Schleier der Täuschung drüber liegt, das erstmal zu akzeptieren, sich das einzugestehen und anzunehmen, dass hier noch mehr ist. Wir wollen nämlich an dieser Stelle die 10 der Münzen erreichen, mit diesem Menschen, mit diesem Partner, um mit ihm in eine neue Richtung zu gehen. Und dafür müssen wir anfangen loszulassen. All das Alte, irgendwelche Menschen, die dich blockiert haben, die dich geghostet haben. Und es hat jetzt nicht nur zu tun mit Liebe, Partnerschaft. Eltern-Kind-Beziehungen, Ahnenthemen, die hängen auch mit drin. Alles, was rund ums Thema Liebe ist, egal in welcher Form, egal in Bezug auf welche Person, kann alles eine Barriere sein, eine Blockade, die dich quasi hindert, in diese Öffnung zu gehen und einen Partner auf Augenhöhe zu empfangen, annehmen zu können. Innenschau. Innenschau ist notwendig. Die Kraft des Mondes, das Aufdecken der Illusionen, der Wahrheit knallhart ins Gesicht blicken und das anzunehmen, was war, um weiterzugehen, um bereit zu sein für das, was kommen möchte. Jetzt haben wir hier aber noch gewisse Belastungen mit drin, die 10 der Stäbe. Belastung, Erdrückung, Verantwortungen, die du dir auflastest. Machst du dir vielleicht Vorwürfe auch in Bezug auf irgendwen oder auf irgendwas? Mir kommen gerade solche Gedanken rein wie, hätte ich doch nur das getan oder hätte ich doch nur so und so reagiert oder hätte ich dies oder jenes nicht getan, dann hätte das vielleicht geklappt. Dann wäre dies oder jedes zustande gekommen, jetzt in Bezug auf Liebe, Partnerschaft. Selbstvorwürfe sind hier drin, Selbstkritik und das alles ist eine große Belastung für dein Energiesystem. Also ich spreche hier wirklich von einer Tonnenlast, die dich erdrückt. Du kannst kaum atmen, du kannst keine Entscheidungen treffen. Du fühlst diesen wie kann ich sagen, diesen Funken deines Weges nicht innerhalb dieses Schattens. Vielleicht mutest du dir zu viel zu im Allgemeinen. Vielleicht kannst du dich nicht auf dich selbst konzentrieren, weil du hier funktionieren musst. Da musst du auf die Familie schauen. Da musst du im Job alles geben, weil da irgendwelche Special-Projekte gerade anstehen. Oder vielleicht wird an dir nur gezogen und gezerrt und du weißt überhaupt nicht mehr, wer du eigentlich bist. Das ist die andere Seite von diesem. Eigentlich ist ja alles gut. Eigentlich geht's mir ja gut. Ja, eigentlich. Bis man mit gewissen Emotionen konfrontiert ist oder mit gewissen Energien. Wir haben ja hier jetzt nicht nur Emotionen mit drin, ja. Aber deine Seele ruft nach einem emotionalen Neustart, nach einem Richtungswechsel. Evolution, Entwicklung. Du darfst dir die Zeit nehmen, genau nachzuforschen.
Was ist einfach zu viel? Was ist nicht mehr meins? Was gehört nicht mehr mir? Welche Altlasten schleppe ich hier mit mir rum? Was ist das, was dich noch aufhält? Und ja, an dieser Stelle möchte ich sagen, du hältst hier diese Last fest. Keiner steht da und hier, was sind das, die Holzbalken auf deinem Rücken und leg dir die Holzbalken drauf. Du nimmst sie und du hältst sie. Und genauso gut kannst du aber diese Last abwerfen. Stück für Stück oder sogar auf einen Schlag. Es liegt an dir, es liegt nur in deiner Macht, in deiner Entscheidungskraft. Und zumindest hast du dich schon mal entschieden, Stück für Stück weiterzugehen, auch wenn es dir schwerfällt, sonst würdest du hier nämlich als Salzsäule, nein, als Steinstatue stehen. Du musst diesen Mist aber nicht rumschleppen. Du kannst ihn hier vor Ort einfach abwerfen und sagen, so, jetzt bin ich dran. Ich habe vorhin gesagt, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, diese Energie wirklich von Grund auf aufzuräumen. Es bringt jetzt absolut gar nichts. Ja, wir haben hier nämlich auch eine Energie von Burnout mit drin. Es bringt rein gar nichts, wenn du Dinge überstürzt. Ja, mit überstürzen ist allgemein nichts, weil hier haben wir auch den Ritter der Münzen noch mit drin. Hör auf deine innere Stimme. Lass dich nicht beeinflussen. Hier stehen noch andere Menschen außen rum. Vielleicht Menschen im Außen, die auf dich einreden, die dich vielleicht in eine gewisse Richtung drängen wollen, die dich vielleicht auch sogar klein halten wollen. Weg damit. Weg damit. Das bringt nur noch mehr Kummer und Sorgen, noch mehr Belastung. Lass dich treiben. Das ist eine große Aufgabe für dich, eine große Herausforderung, aber mit noch größerem Effekt, wenn du da durch bist. Lass mich noch mal kurz drüber gucken, bevor wir weitermachen. Noch bist du gefesselt. Noch bist du gebunden. Mach dir keinen Kopf wegen der Geschwindigkeit. Mach dir keine Gedanken um die Ziele. Fokussiere dich nicht darauf, was später ist oder was danach kommt. Es geht einfach nur um den nächsten Schritt. Es geht immer nur um den nächsten Schritt. Du hast keine Ahnung, wo es hingeht. Und es spielt auch keine Rolle, das musst du nicht wissen. Es reicht, wenn du vertraust. Es reicht, wenn du die Verantwortung für dich übernimmst, wenn du in die Selbstliebe gehst und dem Weg vertraust, deinem Weg. Langsam, aber sicher. Der Ritter der Münzen, der hat hier keine Eile. Der hat hier keinen Terminplan. Der hat hier keine Struktur. Der geht einfach. Der geht kein Risiko ein, weil der kommt an sein Ziel. Vielleicht ein kleines bisschen langsamer als unter anderen Umständen, aber diese Umstände bestimmen es jetzt so, dass Dinge genau durchdacht werden müssen, dass Dinge genau geformt sein müssen. Umstände müssen passen, damit dieser Weg beschritten werden kann und fortgesetzt werden kann. Ja, ich weiß, unter diesem Schleier der Dunkelheit
kann sich manchmal eine Form von Hoffnungslosigkeit einschleichen. Ach, das wird doch nie was. Es gibt keine richtigen Männer oder Frauen mehr. Es gibt keinen passenden Partner für mich. Was auch immer hier für Gedanken oder eventuell sogar schon Glaubenssätze mit drin sind. Mach dich bitte nicht verrückt dadurch. Damit schaffst du dir nur ein inneres Gefängnis, durch das du zwar auf der anderen Seite das Licht sehen kannst, aber du wirst es nicht erreichen, weil du dir selbst den Weg versperrst. Du machst dich selbst verrückt, du machst dich selbst kaputt im Kopf, du machst dich selbst krank im Kopf. Denk an das Gesetz der Resonanz. Du bekommst immer das, je nach, wie soll ich sagen, je nach Zustand deiner Energie, je nach Bewusstseinsstand, bekommst du quasi den Spiegel gesandt durch irgendwelche Situationen, durch irgendwelche Menschen. Und ja, wenn du dich jetzt aufregst, ist ein gutes Recht. Das Ego will es meistens nicht wahrhaben und doch, wenn man vollkommen aufrichtig reflektiert, dann kann man Bestätigung da lassen und sagen, okay, ja, liebes Universum, ihr habt recht, ich habe es jetzt verstanden, danke für den Arschtritt. Jetzt kann ich dran arbeiten. Da ist so viel Liebe, so viel Geborgenheit, die den Weg zu dir finden möchte. Du stehst dir hier und da nur selbst noch im Weg. Falls du jetzt sagst, das hat mit keinem Ex-Partner was zu tun, ich bin doch eigentlich frei, ich bin doch eigentlich unabhängig, ich bin doch eigentlich emotional losgelöst, dann schau bitte nochmal eine Station tiefer, weil Eltern-Kind-Themen sind gerne mal verborgen und oder Ahnenthemen, von denen man vielleicht wirklich gar nichts weiß, die komplett unbewusst sind, wo man vielleicht hier und da erstmal nachforschen muss, mit anderen Verwandten sprechen muss oder so. Ich möchte jetzt da auch gar nichts reinlegen, um Gottes Willen. Ich will nur sagen, zwischen dir und deiner Erfüllung in Bezug auf Liebe, Partnerschaft, liegen hier noch ein paar Themen und die wollen gelöst werden. Ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du bist, was deine Geschichte ist. Ich sage nur, wenn du möchtest, dass sich etwas ändert an der alten Situation, an den alten Umständen, an den alten Zuständen, dann bist du die einzige Person in deinem Leben, die das ändern kann, die hier eine neue Richtung vorgeben kann, die sich auf den Weg machen kann, das Ziel zu erreichen. Ich bin gerade noch am Überlegen. Okay. Schau bitte, wo du gerade stehst. Also wenn du jetzt zum Beispiel Single bist und endlich mal den richtigen Partner treffen möchtest, endlich mal eine wundervolle Beziehung auf Augenhöhe erleben möchtest,
dann schau bitte, welche Themen dich noch aufhalten. Wo hängst du noch? Unter welchem Schleier bist du versteckt? Wo siehst du vielleicht nur Dunkelheit? Welche Familien- oder Ahnenthemen stecken hier vielleicht noch zu sehr in dir drin? Prägungen, gewisse Formen von Prägungen auch, die dich nicht freigeben. Und wenn du noch an einer anderen Person hängst, obwohl die Dinge, die Umstände eigentlich klar wie Kloßbrühe sind, überleg dir bitte, was du für dich möchtest, was du dir wünschst in deinem Leben. Ob du darauf warten möchtest, dass dieser Mensch Ja zu dir sagt, obwohl er eigentlich schon 10-fach deine Bitte und dein Betteln verneint hat und abgelehnt hat. Willst du nicht lieber jemanden, der wirklich für dich bereit ist, auf dich wartet, dich liebt, voll und ganz, ohne dich zu blockieren, ohne dich zu ghosten, ohne dich zu erniedrigen oder zu demütigen oder sonst irgendwas? Wäre das nicht die bessere Wahl? Also ich frage deswegen, weil manchmal, wenn das emotionale Ego, ich weiß gerade nicht, wie ich es anders sagen kann, zu sehr an etwas hängt oder zu sehr auf etwas fixiert ist, was aber nicht sein wird, dann muss man manchmal so ein bisschen mit der Logik rangehen. Würde ich jetzt mal behaupten, ja, also, ja. Der Baum, die Tür, das Tor, die Pforte und unter dem Deck der Mond. Hausaufgabe. Hausaufgabe, mein Lovely. Wo bist du verwurzelt? Bist du denn gerade noch verwurzelt? Brauchst du Erdung? Also, das sage ich jetzt nur deswegen, weil meistens ist man, wenn man sich in dieser Energie befindet, dann ist man hier oben nur am Schweben. Eine Endlosschleife von irgendwelchen Gedanken, dadurch auch wieder eröffnet eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Alles hängt irgendwo zusammen. Und da hilft ganz oft mal ganz einfache Erdung. Barfuß über die Wiesen laufen, okay, ist jetzt vielleicht noch nicht die richtige Jahreszeit dafür. Oder einfach mal rausgehen, einen Baum umarmen. Ja. Manche wissen gar nicht, wie viel Kraft das hat. Also, wie steht es um deine Anbindung? Wie steht es um deine Werte? Wie steht es um deine Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstvertrauen? Und hier geht es nicht nur um deine Anbindung nach unten, also die Verwurzelung, sondern auch nach oben hin. Wie offen bist du für das, was dich erreichen möchte? Wie viel bist du bereit, noch zu lernen und zu erfahren? Ja, jetzt kommt dieser typische Spruch mit den Türen: Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Manchmal öffnen sich sogar mehrere Türen, wo man sich dann entscheiden darf, durch welche man hindurchgeht. Und es ist auch ganz wichtig, dass man keine Angst haben muss, Türen zu schließen. Das ist so ein Hauptaspekt, gell? Das kommt gerade so stark durch, gerade wenn man an einer Person aus der Vergangenheit hängt, emotional.
dann hat man so Angst davor, diese Türe zu schließen. Ich meine, aber so oder so, hey, was hast du zu verlieren? Wir wissen doch alle nicht, was kommt. Wir wissen alle nicht, was sich zeigen wird oder wie lange es dauern wird, bis sich was zeigt. Glaube und Vertrauen. Hab Vertrauen darauf, dass sich dir alles offenbaren wird. Alles, was für dich bestimmt ist. Geh hindurch. Ein Gang durch eine Türe oder durch eine Pforte eröffnet dir so viele neue Chancen, so viele neue Möglichkeiten. Ein Neuanfang für dich, in die Fülle. Geh in die Tiefe, lass dich leiten, folge deiner Intuition. Ich muss jetzt gerade noch die Karte hier drunter dazu nehmen. Deine Intuition ist nämlich der Schlüssel. Und ja, auch an dieser Stelle darf ich eine kleine Warnung aussprechen, beziehungsweise eine kleine Erinnerung. Zwischendurch sollte man sich schon damit konfrontieren, was ist jetzt meine Ego-Stimme und was ist meine Intuition. Denn es gibt ganz, ganz viele Situationen im Leben, da meint man, weil das Gefühl gerade so stark ist das die Intuition. Und gleichzeitig läuten da aber im Hintergrund ein paar Alarmglocken. Das darf man nicht verwechseln. Das Ego ist immer für Festhalten. Das Ego gibt nicht frei. Das Ego möchte besitzen. Das Ego will haben. Ich möchte mit diesem Menschen zusammen sein. Ich will, dass dieser Mensch mich liebt. Das ist Ego. Die Intuition führt dich in die richtige Richtung. Die Intuition führt dich zur Liebe oder in die Liebe und die Liebe gibt frei, die Liebe lässt los. Deine Intuition kennt schon deinen Weg. Deine Intuition kennt schon das Ziel. Und selbst wenn du kein Vertrauen hast in irgendwen oder irgendwas, dann vertraue deiner Intuition, denn sie führt dich zu deiner eigenen Wahrheit. Also, wenn du dich auf den Weg machen möchtest und diesem König der Münzen oder umgekehrt der Königin der Münzen in die Arme werfen möchtest, dann weißt du, was zu tun ist. Ich schaue gerade, ob es dazu noch irgendwas zu sagen gibt. Das dürfen wir wirken lassen. Herzlichen Dank fürs Dabeisein und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.